10 penetrante Düfte, die nicht gut ankommen. Vor 2,5 Wochen ungefähr hatte ich das Video gemacht mit 10 penetranten Düften, die gut ankommen. Jetzt kommen mal die Düfte, die einfach ja nicht so wirklich gut ankommen, weil sie nicht nur stark sind, sondern auch von der DNA nicht wirklich für jeden Mann sind, aber auch ja pervers stark sind. Also dranbleiben. Willkommen zurück, YouTube-Familie. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. So, wollen wir mal anfangen mit den ersten? Ja, das ist der Iwan Duke. Der Iwan Duke, ja. Und dieser Duft ist stark, sehr stark, potent und männlich. Und so männlich, dass es schon geil ist. Aber eben nicht für jeden. Hier hat man was Rauchiges, Würziges, richtig so ein bisschen Oldschool Würziges, aber auch extrem potent, rauchig. Dann haben wir so ein bisschen, ja, ich finde es schon ein bisschen für mich pudrig im Background, kein Iris und sowas, ne? Aber das ist so würzig, Barbershop, pudrig Feeling, aber ein bisschen animalisch, dunkel dazu gehalten. Das ist der Iwan Duke, der wirklich sehr, sehr nice ist. Also mir gefällt er. Ich mache ja so solche Düfte. Ihr wisst ja, ich mache auch süße Düfte und Vanille, aber grundsätzlich stehe ich auf sehr spezielle Düfte und eben auch Oud oder einfach was auffällt und was auf die Fresse ist. Aber dieser Duft, der kommt nicht immer gut an. Alle Düfte, die ich hier zeige, heißt nicht, dass die alle nicht mögen, ne? Also nicht falsch verstehen. Da gibt es genug, die auch gut finden. Aber viele oder der Durchschnitt, sage ich mal, die ich jetzt so getroffen habe, die sagen, das ist ein bisschen too much, das ist nicht so mein Fall. Aber wer sowas, was ich gerade aufgezählt habe, wer Iwan Duke noch nicht kennt, unbedingt mal testen. Und wer so eine Art Düfte mag, unbedingt mal rangehen. Denn als nächstes haben wir Fantomas von Nasomatto. Ja, Fantomas, das ist die Gummimelone und das ist ziemlich speziell. Aber was erwartet ihr von der Marke, von der Brand? Die ist immer speziell. Da müsst ihr nicht viel überlegen. Es ist eine Fruchtigkeit und dann eben so eine Plastik oder so eine Gummimelone dazu. Ja, rauchig etwas, aber auch eben fruchtig süß. Und ich finde Fantomas sehr, sehr nice. Ich habe den tatsächlich im Sommer getragen auf der Insel Sylt. Das funktioniert schon. Das ist jetzt nicht so, dass der so schlecht angekommen ist, aber eben viele nicht. Und mein Administrator war ja zu Besuch. Und er hat sich den aufgesprüht. Draußen erstmal hat er ihn aufgesprüht, dann bekam er erstmal das Denke, der Wind stand ein bisschen falsch und dann bekam er erstmal den ersten Sprühstoß direkt in the face. Aber Fakt ist, er mochte den nicht und er wollte den einfach ja abwaschen, aber es ging nicht. Er hat ihn immer an der Nase und ja, Fantomas. Also ich persönlich finde es gut, wenn ihr auf sowas Gummimäßiges steht, etwas rauchig, aber rauchig fast so ein Background, aber fruchtig dazu und ein bisschen wirklich plastikmäßig, das ist Fantomas, aber ich finde, der hat einfach was. Als nächstes haben wir dann den stärksten Duft der Welt oder beziehungsweise in meiner Sammlung, aber mit einer der stärksten Düfte der Welt, das ist der Air Tiger von Marc Gebauer. Und das ist natürlich ein Duft, der brennt im Hals. Ich hatte das, wie gesagt, auf einer Gartenparty, Wintergartenparty habe ich den getragen. Klar, ich hatte, ich glaube, 7 Sprüher drauf, 8 Sprüher, aber das ist ja auch egal. Aber die haben so gesagt, oh, das brennt schon in der Nase, das brennt in den Augen und das brennt dann halt. Ich habe natürlich die ganze Zeit selber wahrgenommen. Das ist geil, ne? Ich liebe Air Tiger und dieses würzig, ölig, krautige, dieses einfach penetrant starke in the face gefällt mir wirklich sehr gut. Und Air Tiger, also ich finde, dass er sollte mal so einen Ableger machen, vielleicht Air Tiger Intense. Muss nicht stärker sein, sollte ja auch nicht stärker sein, kann ja auch fast nicht stärker sein, aber vielleicht mal so eine andere Version, die so ein bisschen anders ist von Air Tiger, sich so minimal, zwar schon die DNA hat, ein bisschen abgründet. Also Marc, wenn du das siehst, hoffe ich, mach mal ein Air Tiger 2.0. Das hätte Stil und Speed. Ja. Air Tiger. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsdüfte für die Leute, die es noch nicht wissen, was ist. Yves Saint Laurent Chorus. Ja, Chorus ist ein penetrant starker Duft, ja. Aber ich sag's nochmal, ich habe letztens, glaube ich,
irgendwo draußen, der ist an mir vorbeigegangen. Der Duft in der Luft ist nice, aber man darf nicht vergessen, auch das oder der ist eigentlich, das ist die letzte Version, also die, ich glaube die haben ihn nur einmal reformuliert, aber nicht ins Negative. Er ist nur blumiger geworden, hat natürlich trotzdem das Animalische, ne, so ein bisschen, ja, Pissrinne, wie ihr so sagt, aber minimal. Ich habe auch die Vintage-Version und das ist richtig, ne, urinal, sag ich mal. Hier habt ihr wirklich auch was würzig, krautiges, Bibergeil, alles Seabed. Hier ist einfach auf die Fresse, aber der ist einfach bei den Ladies früher angekommen. Der kommt auch bei manchen Frauen noch immer. Da ist was drin, was die Frauen mit tören. Das ist geil und ich liebe diesen Duft. Das ist eben auch 80s-Style. Und nicht oldschool, aber der riecht alt. Hier ist es sehr frisch geworden, blumig, aber eben auch Seabed und so weiter. Solltet ihr mal testen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, haben sie den inzwischen eingestellt? Wäre scheiße, ehrlich gesagt. Aber ich habe ihn noch Chorus und die Vintage-Version habe ich auch noch. Wenn ihr kein Chorus mehr wollt, schickt sie mir. Schickt sie mir. Als nächstes, genau, der T-Wax, das ist bei mir, ich habe die alte Version noch, beziehungsweise die erste Version. Ich habe so ein bisschen gehört, der ist immer noch präsent, aber er hat dieses metallische Blut, diesen metallischen Blutakkord, den ich wahrnehme, und der ist auch da drin, den hat er nicht mehr. Aber ich auch selbst, wenn ich hier dran rieche, natürlich ist ölig, es ist alles beinhaltet, rauchig, würzig, urdies, all dieses ganze Zusammenspiel, aber eben auch metallisches Blut, also Blut riecht ja so metallisch und so, und dieser Akkord ist hier einfach präsent und stark drin. Das ist auch ein extrem starker Duft, aber man kann den gut tragen. Ich als Zoologist-Fan bin natürlich so und so ein großer Fan der Düfte. Die letzten habe ich alle ausgelassen bis jetzt. Ich muss mal wieder daran. Und ich habe den auch sehr selten getragen, fast kaum. Man kann den auch kaum tragen oder nicht zu jedem Anlass. Aber ich habe ja trotzdem das Sammlerherz und es gehört natürlich T-Wax auch dazu. Es war schon so einer meiner ersten von Zoologist. Und ja, T-Wax muss dabei sein. So, jetzt habe ich einen Duft genommen. Der kommt eigentlich gut an, aber eben auch nicht immer. Und das ist der Don von Search. Das ist Schießpulver, würzig, dunkel. Und der hat was. Durch das Schießpulver ist dieser Duft geil. Aber auch holzig und so weiter. Aber der eckt auch gern mal an. Das macht nicht jeder. Und das ist auch in Ordnung so. Der ist auch penetrant stark. Aber wenn ihr mal was ganz Spezielles haben wollt mit Schießpulver, ja, dann ist das euer Duft. Den solltet ihr wirklich mal probieren. Aber ihr müsst wirklich schon auf richtig dunkle Düfte stehen. Ihr müsst auf Oud-Düfte stehen. Es geht jetzt nicht darum, was hier drin ist. Ich sag nur, wenn ihr auf solche Art Düfte steht, dann mögt ihr Don auch. Wenn ihr natürlich nur Freshies mögt, oder leichte, entspannte Düfte, die vielleicht auch mal ein bisschen stärker sind oder süßer, dann wäre der Don gar nichts für euch. Und für Leute, es ist auch kein Anfängerduft, für Leute, die das erste Mal Don riechen und diese Art überhaupt nicht kennen, dann kann der sehr, ja, anstrengend sein, der Duft. So, und deswegen habe ich Don mit reingenommen. Aber sonst ein sehr geiler Duft. Das Schießpulver hat was. Und weil ich eben süß erwähnt habe, kommt jetzt Sweet Oriental Dream, und das ist einer mit der süßesten Düfte in meiner Sammlung, und das ist einfach mandelig, aber wir kommen hier nicht, Parfüms de Mali, Pegasus, nein, das ist einfach mandelig, dazu kiloweise Zucker, ist aber geil ab und zu mal, aber ja, es ist im Endeffekt ein sehr orientalisch süßer, mandeliger Duft von Monteil, der einfach ewig und hält und hält und hält. Und gerade jetzt bei den Temperaturen ist dieser Duft aber wirklich sehr gut zu tragen, obwohl das süß ist. Also wenn ihr wirklich auf süße Düfte steht, dann holt euch mal Sweet Oriental Dream. Das ist einfach penetrant süß. Dann kommen wir zu einem Amouage-Duft, und zwar mein Lieblingsduft, und das ist der Interlude Man. Aber das ist eben auch wie bei Air Tiger, nicht jetzt zu gleichzusetzen. Hier ist noch ein bisschen mehr Süße drin, aber es ist dunkel, es ist mystisch, es ist einfach auf die Fresse, es ist rauchig. Das ist Interlude Man für mich mit. Ich meine, die haben einige gut, aber ich überlege immer welche. Ich finde Sunshine Man auch sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich finde auch, klar, hier
Welche haben sie dann noch? Wie heißt ich habe gut, Interlude habe ich alle drei. Ich habe die iOS-Version, ich habe den 53er, ich habe jetzt den normal, den OG rausgeholt, weil der genauso geil ist und penetrant. Vielleicht nicht so abgerundet wie der 53er, aber wie gesagt, wie heißt Reflection Man, ist auch geil. Die haben einige, ne? Aber Interlude Man und Sunshine Man, das sind so die Dinger und hier sehr, sehr stark, aber der kommt eben nicht überall gut an. Aber dieses dunkle, mystische, dreckige ist sehr geil. Dann haben wir noch eine Legende von Tom Ford und ein Klassiker von Tom Ford und wirklich ein Tom Ford, der richtig gut war, richtig gut. Und zwar ist das Tobacco Oud. Und das ist wirklich Tabak in die Fresse. Oh, dunkel. Ich weiß gar nicht, gibt es den überhaupt noch? Und wenn, hat er den, glaube ich, vielleicht wahrscheinlich in den neuen Flakon gepackt. Aber der wird nicht ganz so sein wie diese Version. Die ist schon ein paar Jahre alt. Und dieses richtig tabakmäßig, richtig schön. Denn Oud, wirklich, das Oud ist nicht schlecht. Das ist ein ganz anderes Oud als bei Oud Wood. Und es ist einfach, ja, Tabak in the face. Ihr müsst euch ungefähr vielleicht Tabacco Vanille ohne Süße vorstellen und ohne diese Teenote etc. pp. So müsst ihr nur Tabak, wirklich Tabak. Ne? Ein bisschen Süße ist im Background, aber keine Vanillesüße und so weiter und so fort. Aber Tobacco Oud, wow, geiles Teil, wirklich geiles Teil. Es ist der heilige Gral mit von Tom Ford in meiner Sammlung. Also Oud Wood, Tobacco Oud, jetzt komm mal. Oud Wood, Tobacco Oud ist schon geil. So, bevor ich den letzten zeige ich meinen Endgegner. Da sage ich nicht viel zu. Das ist dieser Duft. Das ist mein Endgegner. Den kann man nicht mögen. Ich weiß nicht, wer den mag. Jetzt werden wahrscheinlich einige Frauen haben, also wo ich den mal vorgestellt habe. Ja, die haben gesagt, ich trage den gern mal. Viele Frauen tragen den gern. Ich weiß das nicht. Das ist einfach Blut, Sperma, Unterhose getragen. Also da wird mir übel. Ich habe ein Video gemacht. Schaut gerne mal, sucht mal unter meinen Videos hier. Da muss ich dann immer, da kommst du fast hier erstmal weg damit. So, das ist Hardcore. Das ist mein Endgegner. Bis jetzt, ne? Bis jetzt. So, und der letzte ist der Kinski. Ja, Klaus Kinski Duft. Aber ich finde den geil. Aber das ist auch ein so würziger Duft. Weihrauch, bisschen krautig, würzig, nicht so stark. Also ähnlich wie den Air Tiger, nur in heller. So müsst ihr euch, finde ich das. Und nur in heller, geil, den zu haben, gibt's glaube ich nicht mehr. Aber das ist auch so ein Duft, der wirklich nicht so gut ankommt. Es ist auch noch Cannabis dazu drin. Der Air Tiger hat, glaube ich, kein Cannabis. Übrigens hatte ich ja, ach, guck mal, Air Tiger 2.0 wäre mit Cannabis eventuell auch ganz geil. Vielleicht sollte, oder ist da Cannabis? Ich weiß das gar nicht. Der hat ja auch so viele Inhaltsstoffe. Auf jeden Fall, das wäre auch eine Maßnahme. Also Marc, ne, wie gesagt, hinhören. Kinski auf jeden Fall ist so Weihrauch oder Air Tiger in frisch mit Cannabis. Ja, ist also schon Hardcore. Kinski. So Leute, da schreibt mal runter, welche habt ihr penetranten Düfte, die wirklich nicht gut ankommen. Schreibt mal unter, dann lasst mir gerne Super Thanks da. Vielen Dank dafür. Und ja, werdet Mitglied. Und Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schaut gerne in meinen Fragrance Dog Shop vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.